Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo und willkommen zum neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Das Kollektiv, am Ende dürft ihr noch eine Botschaft auswählen. Ich bin nebenher am ein bisschen umstrukturieren meiner Dinge. Es gibt bald einen Shop, da könnt ihr meine Karten dann kaufen, die ich kreiert habe. Und diesen Link findet ihr dann, wenn es soweit ist, unten in der Beschreibung drin. Die ganz technisch Unversierten können sich dann auch bei mir melden. Und ich biete meinen Kartenlegekurs, der geht immer so unter. Für alle, die da mal reinschnuppern wollen, wie geht es Spiegeln, wie geht es Korrespondieren, wie deutet man ein großes Blatt, wie viel muss man über jede einzelne Karte wissen. Das biete ich hier jetzt an in den Member-Bereich. Da habt ihr dann eine Mitgliedsstufe, da könnt ihr einen Monat rein und da das Wissen abholen, das da zur Verfügung steht. Auch da, die technisch Unversierten können dann nochmal auf mich zukommen. Ich kann die Links auch so weitergeben, wenn es gar nicht geht mit dem Einchecken in diesem Bereich. Kommt öfters vor. So, dann schauen wir, was die neue Woche bringt. Ich habe das Thema Freundschaften interessant werden kann. Ich habe das Freunde uns unterstützen, uns neue Türen zu öffnen. Ich habe auch das Unterwegssein mit Freunden, zu Freunden. Freundschaft ist einfach wichtig. Veränderungen im häuslichen Bereich, vielleicht auch da, wo man mal unterstützt oder wo man dem Umfeld mit dem Thema Freundschaft irgendwie dienlich sein kann. Wir haben die Finanzen mit dabei. Die Finanzen legen sich hier ins Haus des Baumes rein. Hier geht es um Wachstum in finanziellen Dingen. Hier geht es um langfristiges Wachstum an finanziellen Dingen. Es kann auch sein, dass man irgendetwas investiert für den Bereich Gesundheit, für sich selbst. 2, 4, 6, 7, 8. Das Thema Liebe, Freundschaft und Loyalität wird nächste Woche definitiv eins sein, das wichtig für uns ist. An sich sehe ich auch so kleinere Unternehmungen, die einfach dem Herzen gut tun. Das könnte das sein, was wir in uns selbst investieren, in unseren Wohlfühlfaktor. Es ist auch eine Woche, wo man finanzielle Dinge klärt, die zum Beispiel mit den Ämtern, Behörden oder den Selbstständigen hier Ergebnisse bringen oder zu tun haben. Hier ist irgendwo, wo ein Konflikt ist. Das kann im Innern sein oder ein Konflikt, den man mit Veränderungen sowieso hat. Hier ist es von außen angezeigt. Also von etwas, was wir nicht kontrollieren oder was das Leben uns einfach so bietet. Das hat hier sehr viel damit zu tun, dass wir auf einen kürzeren Weg kriegen, dass wir etwas minimieren können, einen Schmerz, einen Aufwand, eine Lage, wo wir sehr behaftet waren mit sehr viel, ja, ich sage mal, Anstrengung, Schwierigkeit. Jetzt an sich schnelle, schicksalshafte Veränderungen zu sehen, Neubeginne, die liegen hier mit den Sternen drin. Also es kann sein, dass es auch mit den Finanzen zu tun hat, dass es finanzielle Klärungen gibt, dass man etwas aushandelt, dass man gerade auch die Selbstständigen viel mit dem Thema rummachen, wo investiere ich was hinein, damit es längerfristig ein Wachstum gibt. Die Berufskarte liegt ja im Hause des Bären drin. Hier kann für einen oder anderen sein, dass sie so mit den Vorgesetzten irgendwelche Themen haben.
Die ein oder anderen könnten hier auch einen guten Auftraggeber haben, ein neues Angebot. Es geht darum, langfristig berufliche Dinge unter einen guten Stern zu stellen, für Wachstum zu sorgen, für Ausgleich, für Stabilität. Und es geht darum, dass man hier irgendwie zügig zu einer Lösung kommt. Also ich habe, dass berufliche Unklarheiten schnell weggehen und dem Zweifel Sicherheit folgen. Dann haben wir im Haus der Veränderungen die Wege drin. Das sind die Chancen, die Möglichkeiten, hier langfristig etwas zu drehen. Auch die Info, die man braucht, dazu zu haben. Ich sehe sehr viele Nachrichten, Kommunikation, Gespräche, Austausch, die diese Veränderungen und Entscheidungen an sich auch mitbringen. Ich habe hier tatsächlich unter dem Kreuz sehr viele Themen, auch in der Spiegelung, in der Korrespondenz. Das sind Themen, da hat man vielleicht auch einen Trigger, der mit einem Vorgesetzten zu tun hat, mit einer Vaterfigur, mit einer Autoritätsperson. Man hat Themen mit dem Beziehungsleben, Neubeginne in Verträgen und man redet sehr viel darüber. Ne? Hier kann auch sein, man klärt mit irgendwelchen Ämtern etwas, die verbindliche Lösungen, verbindliche Verträge mit sich bringen. Bei mir draußen ist es gerade sehr laut. Hier sind sehr viele Personen, die sehr dicht aufeinander liegen. Ne? Ich habe hier unten die Familienthemen. Das sind immer Dinge der Herkunftsfamilie, das sind Dinge, wo wir rasche Wechsel haben, auch innerhalb der Familie, wo jemand einen anderen Weg geht und wir drehen uns mit. Es kann hier auch sein, dass Leute irgendwie etwas abbrechen, einen neuen Weg wählen, eine Kurskorrektur vornehmen. Zugleich ist es auch so, dass es irgendeine Verstrickung rausnimmt, ne? Die hier zu sehen ist. Es kann mit Veränderungen jetzt an dem Thema Finanzen zu tun haben. Und wir selber liegen im Haus des Mondes drin. Wir sind relativ gedankenlastig hier. Wir haben viele Themen im Kopf. Aber wir schauen auch auf einen Konflikt, der plötzlich gelöst wird. Es kann ein Mutter-Kind-Thema sein, ein Konflikt mit den Müttern an sich oder ja, so Dinge, die man längerfristig verändern will, die sehr verstrickt waren, die eine Häutung brauchen. Hier geht es um das Beenden eines Konflikts, den man unter Umständen mit sich selbst hat, mit seinem eigenen Dasein. Und mit einem Thema, das viel Energie gekostet hat. Ne? Hier können auch so ein bisschen so Konfrontationen sein. Ne? Gucken wir, lasst mich ein bisschen weiter gucken. Hier geht es irgendwie an all diese Bereiche, die Hindernisse in den Familien mitbringen. Da muss man gar nicht selber jeden Tag dabei sein, sondern es kommt natürlich auf die Situation an. Was macht dein Kind, was macht dein Mann, was machen deine Eltern, all sowas ist da gemeint. Und wir müssen uns ja mitdrehen und das sieht man hier auch. Hier sind auch emotionale Veränderungen. Veränderungen, die seelisches Wachstum wiederbringen, die einen Zustand ermöglichen, in dem man seelisch wieder aufblüht, in dem man seine Erfahrungen verbucht.
Hier kommt man auch irgendwie, ich weiß es jetzt nicht, über ein Amt oder eine Behörde, über einen Vertrag, irgendwie an bestimmte Gelder dran. Oder es geht einem Wissen auf im finanziellen Bereich, das man noch braucht. Möglicherweise geht es um Papiere, die mit dem Thema Geld zu tun haben. Finanziell sich neue Dinge ermöglichen, gucken, wo habe ich Hindernisse, was verbinde ich mit dem Thema Finanzen, die liegen halt hier oben jetzt sehr zentral, ne? Und strahlen über das ganze Blatt runter. Hier kann auch sein, dass man endlich, ich sage extra endlich, einen Weg findet für etwas, was einem lange verschlossen blieb. Ne? Ich habe so, dass man irgendwie einen Aha-Moment bekommt, dass Hindernisse weggenagt werden, die für Unstimmigkeiten gesorgt haben. Es kann wiederum, ich habe das auch schon länger, um Geld von innerhalb der Familien gehen, das hier irgendwelche Punkte aufzeigt. Mutterthemen können interessant werden. Ich habe die Schlange in unserem eigenen Haus, verbunden auch damit, dass man vielleicht da irgendwo einen Trigger hat oder eine kurze Zündschnur. Es geht vielleicht auch um Austauschen von emotionalen Nachrichten, also dass man die emotionale Ebene mit ins Spiel kriegt und dass man da ordentlich getriggert werden kann. Aber dieser Prozess ist wiederum wichtig für die Veränderung oder die Häutung, die uns hier bevorsteht. Es kann auch eine Nachricht sein, die in uns selbst etwas auslöst. Ja, habe ich so ein bisschen das Lüften eines Geheimnisses zweimal oder etwas, was gedeckelt wurde, im Unterbewusstsein lag auch. Das kann hier nach oben kommen, das habe ich hier und ich habe es hier in diesem Haus. Hier entstehen auch zum Beispiel Wege, die sind für Kinder ersichtlich. Das ist am vertraglichen oder am beruflichen Bereich zu sehen. Ich würde mal sagen, eine emotionale Blockade, die hier da ist, der man sich gar nicht selber so bewusst ist, wird hier an die Oberfläche gebracht. An sich so habe ich im Berufshaus den Mond drin. Hier ist zwar der Erfolg, aber auch die wankende Energie. Ich habe auch Neubeginne am häuslichen Bereich, das liegt ja auch in der Spiegelung. Also es ist alles mit dabei, die Beziehungen, die neuen Wege, der Beruf und in der Spiegelung noch das Haus. Und es ist eine sehr aufklärende Energie. An sich habe ich hier gute Nachrichten, ja, die auch aus dem Umfeld wirken. Unterstützung, neue Türen, die durch Kommunikation aufgehen. Und hier natürlich mit den Sternen im Haus des Kindes drin, klärende Dinge, die man mit Kindern hat, die man mit den Finanzen hat, die man mit anderen Personen hat, wo man einen Neustart wagt für sich, wo man die Dinge wendet, wo man auch irgendwo ein Kapitel abschließt, eine Lektion gelernt hat. Schicksalshafte Nachrichten. Die Abendstunden können hier sehr wichtig werden, auch für uns, dass wir da noch mit Arbeit beschäftigt sind oder dass wir da die Zeit, die wir zum Schlafen bräuchten, zum Grübeln nutzen, sage ich es mal so. Und im Hause des Gegenübers habe ich auch so ein bisschen Blockaden, viele Fragen. Da ist das Thema Beruf, Finanzen mit dran. Aber auch Häuslichkeit.
Das ist die nächste Woche keine Woche, wo es um Oberflächlichkeiten geht. Hier geht es schon in die Tiefe. Das Seelenleben ist sehr aktiv. Hier sprechen die Emotionen Bände. Ich habe schön die Sonne im Haus des Herzens drin. Also hier kann tatsächlich einem auch das Herz aufgehen. Für Dinge, die, ja, wo einem viel Energie dran verloren gegangen ist. Oder wo man gedacht hat, das Leben hat mich nicht mit irgendwas Schönem beschenkt. Hier ist die Energie auch nochmal für Beruf, Selbstständigkeit. Ich habe auch eine kleine Warnung drin. Es geht im Prinzip darum, hinzugucken, wo lasse ich zu viel Energie und wo kriege ich nichts raus. Sprich, wo stehe ich mir selber im Weg, wo vermeide ich Neues oder Wege und komme dabei aber nicht aus der stressigen Situation raus. Ich habe hier noch eine Nachricht und die ist so mit den Ämtern und Behörden der Gesundheit verbunden, das heißt Kommunikation mit Krankenkassen, Rententräger, sowas alles. Was man hier auch sehen kann, sind so Neubeginne in Beziehungen, dass man wieder neu aufeinander zugeht, dass neue Menschen ins Leben kommen. Es kann hier Kollegenbereich sein, freundschaftlicher Bereich, Zufallsbegegnungen, Seelenmenschen. Und es gibt hier Sachen, die nicht so gerecht sind, ne? Oder wo man denkt, ich bin irgendwie... ich habe Recht, aber ich bin nicht im Recht. Regeln, die nicht fair sind. Ungerechtigkeit, die man vielleicht irgendwo empfindet, in irgendwelchen Bereichen. Wer Recht hat, kriegt nicht immer Recht, nennen wir es so. Recht haben und Recht kriegen stehen auf zweierlei Seiten. Ja, jetzt geht es darum, dass man vielleicht, hier haben wir ja die Wege im Haus der Veränderungen drin. Und hier geht es darum, einen Plan zu haben, die richtige Richtung zu gehen, sich Gedanken zu machen, wo möchte man sein. Wo ist etwas ungerecht oder fühlt sich so an und das möchte ich nicht mehr? Wo ist mein Platz? Ja, jetzt kommt keine mehr, oder wie? Doch, eine haben wir noch. Nostalgische Momente, das Nachdenken über die Vergangenheit, Angst haben, einen Fehler zu machen. Sich nicht ausbremsen zu lassen, voranzugehen, aus Angst, einen Fehler zu machen. Unterm Deck haben wir noch Lead the way. Also nimm Führung auf. Nimm Führung für deine eigenen Dinge auf. Zeige anderen, wie es gehen könnte. Spannend. Okay, dann nehmen wir noch ein Vögelchen. Und dann dürft ihr noch auswählen. Die Nachtigall. Ich bringe dir Liebe, Freude und Schwung ins Leben. Gute Nachrichten und eine Verbesserung des Wohlbefindens stehen an.
Die Wünsche deiner Seele werden erhört und wollen gelebt werden. Die Selbstliebe, aber auch die Zuneigung zu einem Partner erleben eine Zunahme. Gute Nachrichten haben wir hier zweimal. Hier ist es eher so schicksalshafte Nachrichten. Nachrichten, die wieder Wege frei machen. Also nächste Woche verstärkt auch auf die Kommunikation. Hier ist sehr viel Kommunikation, auch Austauschen von emotionalen Dingen. Hier können wichtige Schlüssel drin sein. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis Sonntag. So, hier bin ich wieder. Wir wählen aus. Ein Krafttier, eine Botschaft für die nächste Woche. So, ihr Lieben, hier unten haben wir noch mal die Entscheidungen. Entscheidungen, die Konflikte bereinigen. Und hier dürft ihr jetzt auswählen. Ich lege uns was dazu. Ich würde rechts nehmen. Gucken wir, was wir gesagt kriegen. Die Qualle mit einer Warnung. Dann haben wir die kleine Auszeit. Wir haben Füttere dein Sparschwein. Und wir haben den Turm dabei. Hier geht es darum, dass man etwas zur Seite legt für schlechte Zeiten oder dass man einfach drauf guckt, dass man nicht zu viel Geld ausgibt. Hier geht es darum, dass man sich vielleicht ein bisschen rausnimmt, zurückzieht, dass man einen kleinen Tapetenwechsel hat. Es geht natürlich hier auch um die Selbstständigen. Und mit der Qualle haben wir tatsächlich etwas, an dem wir uns verbrennen könnten. So, hier geht es jetzt darum, dass wir vielleicht auch nichts investieren, wo wir nicht richtig dran glauben, dass es funktionieren kann. Dass wir genau überprüfen, zum Beispiel eine Einladung, eine Offerte, dass wir etwas ganz genau angucken, bevor wir uns darauf einlassen, dass wir uns nicht täuschen lassen und dass wir auf unser Herz hören. Die Qualle ist ja schön klar und leuchtend, aber sie tut eben auch weh, ne? Im Prinzip ist es so, dass die Qualle ins Leben geschwommen kommt als Warnung, dass manches zwar gut aussieht, manche Angebote auch toll sind, aber es geht nochmal darum, die Dinge auf einer sicheren Ebene raus zu überprüfen. Sich nicht mitreißen zu lassen von überschwänglichen Gefühlen, Ruhe bewahren, prüfen, Fakten checken. Aber die Qualle kann auch auf alte Verletzungen oder heftige Erinnerungen zurückbringen. Es ist im Prinzip so, dass man ein altes Gift abfließen lassen kann, eine alte Wunde genesen lassen, sich Zeit nehmen. Wenn man hier seine Herzensprojekte umsetzen will, kriegen wir auch nochmal gesagt, dass es Zeit hat. Und dass wir vielleicht auch drauf gucken, wo werden wir manipuliert. Ja? Wo ist etwas schöner, als wir denken. Dann gucken wir die andere Seite an. Ihr habt genau das krasse Gegenteil. Ich sage euch gleich mehr. Hier ist im Prinzip etwas, was weggeht, was euch weggenagt wird.
was euch vielleicht auch Mangel wegnimmt. Mit dem Goldfisch habt ihr hier den Segen an sich. Ihr habt die Überraschungskarte mit dabei. Hier sind Botschaften aus der geistigen Welt oder aus der Zwischenwelt oder die Nebel, die Schleier sind sehr offen für die nächste Woche. Und es kann sein, dass ihr irgendwo einen Zuwachs kriegt bei etwas, was euch Mangel wegnimmt und was euch überraschenderweise an einen Erfolg ranbringt. Ja, mit dem Goldfisch klopfen auch bei dir Glück an und Lebensfreude. Beistand von oben, passt auch wieder zu den Jenseitskontakten hier. Freude, Fülle, etwas entwickelt sich zu deinen Gunsten. Man spürt, dass man geborgen im Fluss des Lebens schwimmt. Und ich habe so das Gefühl, hier sind Gebete, die abgegeben wurden, die erhört werden. Man fühlt sich so getragen und beschützt in allem und gesegnet. Ist auch so eine kleine Erfolgswelle irgendwo zu sehen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.